Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. In diesem Video möchte ich euch zeigen, was man alles Leckeres mit der rohen, gesunden Zierquitte machen kann. Sie ist die wilde Form der herkömmlichen Gartenquitte, welche daher noch gesundheitsfördernde Kräfte hat als diese. Wie wir hier sehen, werden wir ein ganz besonders leckeres Fruchtleder daraus herstellen, einen Tee, den wir aus den getrockneten Früchten herstellen, und aus diesen können wir ebenso ein hochwirksames Vitamin-C-Pulver herstellen, welches man sich selber verkapseln könnte oder einfach in Pulverform in den Smoothie geben könnte. Denn die Zierquitte ist sehr reich an Vitamin C und da sie sehr sauer schmeckt, könnte man sie auch mit Wildkräutern zusammen entsaften und diesen Saft als Zitronensaftersatz verwenden. Die Zierquitten wachsen an niedrigen Sträuchern und man kann sie jetzt im Oktober ernten. Im Gegensatz zur Kulturquitte, die an Bäumen wächst und die einen Pflaum hat, ist diese Quitte ganz ohne Haare, wächst eben an niedrigen, dornigen Sträuchern. Und sie hat ähnliche gesundheitliche Eigenschaften wie die Kulturquitte. Unter den Ballaststoffen der Quitte sind insbesondere die Pektine hervorzuheben. Sie gehören zur Gruppe der löslichen Ballaststoffe, die sich auf den Darm besonders vorteilhaft auswirken. Studien haben gezeigt, dass Pektine den Cholesterinspiegel senken, Diabetes und Herzkrankheiten vorbeugen können, dass sie die Darmflora positiv beeinflussen und dem Organismus bei der Entgiftung helfen. Neben dem hohen Gehalt an Vitamin C und Kupfer stecken in der Quitte noch einige andere antioxidativ wirksame Stoffe, insbesondere Flavonoide, welche die Körperzellen vor freien Radikalen schützen und diversen Krankheiten entgegenwirken können. Dazu zählt der Stoff Quercetin, der in Forscherkreisen bereits zum König aller Flavonoide gekürt wurde. Quercetin wirkt gegen Entzündungen und Allergien und trägt dazu bei, Gicht, kardiovaskulären Erkrankungen und Krebs vorzubeugen. Die Quitte ist unter anderem antioxidativ, antientzündlich, antibakteriell und antiviral, hustenlindernd, entwässernd, leberschützend, gegen Durchfall, Cholesterin senkend und antidepressiv. Die Quitte kann demnach in erster Linie vorbeugend helfen, aber auch bei zahlreichen Krankheiten in die Ernährung integriert werden und auf diese Weise den Körper positiv beeinflussen. Zu den entsprechenden Krankheiten zählen zum Beispiel Allergien, Diabetes, Hepatitis, Atem- und Harnwegsinfektionen, Grippe, Magen-Darm-Erkrankungen, Wunden, Geschwüre sowie Krebs. Extrakte aus den Früchten zeigten eine starke Wirkung gegen Nierenkrebszellen. Die Wissenschaftler kamen zum Schluss, dass die Quitte sowohl bei der Prävention als auch bei der Behandlung von Tumoren hilfreich sein kann. Aufgrund all dieser vielen positiven gesundheitlichen Wirkungen werden wir die wilde Form der Quitte, hier die Zierquitte, in rein rohköstlicher Form verarbeiten. Im Gegensatz zu vielen anderen Rezepten aus der Quitte, wo diese immer entweder zu Marmelade verarbeitet werden oder zu Mousse und immer gekocht werden, werden wir hier in diesem Video jetzt die Quitte rein rohköstlich nutzen. Und dazu haben wir sie jetzt gerade entkernt, wie wir gesehen haben, und schneiden sie jetzt in ganz dünne Scheiben. Diese werden wir dann im Dörrgerät trocknen. Und zwar bei etwa 35 bis maximal 40 Grad Celsius, damit wirklich die ganzen Vitamine, insbesondere das Vitamin C, erhalten bleiben. Denn aus den getrockneten Früchten werden wir sowohl den Tee zubereiten, als auch das Vitamin C-Pulver herstellen. Die Trocknung dauert ungefähr 1 bis 2 Tage und wir sorgen halt dafür, dass die Früchte wirklich komplett trocken sein werden. Das ist insbesondere wichtig für das Vitamin C-Pulver. Deshalb sollte man sie lieber etwas zu lange als zu kurz trocknen, damit auch wirklich jegliche Restfeuchte daraus verschwindet. Und deshalb ist es auch wichtig, die Scheiben vorher so dünn wie möglich zu schneiden. Ein Teil der getrockneten Früchte werden wir dann einfach für den Tee verwenden. Dazu benutzen wir einfach nur heißes, abgekochtes Wasser, in meinem Fall natürlich mein dampfdestilliertes reines Wasser. Mein Video dazu verlinke ich euch hier oben gerne nochmal. Den Tee kann man dann etwa 10 Minuten ziehen lassen und dann könnte man ihn auch servieren. Man sollte dazu natürlich wissen, dass der Tee sehr, sehr sauer schmeckt, weshalb man ihn zum Beispiel mit anderen Teesorten kombinieren könnte und mit Honig oder dergleichen süßen. Und das würde in Kombination mit dieser Säure einen sehr köstlichen Geschmack abgeben. Der Quittentee hilft bei Halsschmerzen, er reinigt und er entschlackt. Er würde sich jetzt im Winter auch vorzüglich in Kombination mit dem Lindenblütentee eignen. Mein Video dazu kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken.
Das Tolle ist, dass er ein vorzüglicher Ersatz für Zitrone ist. Das heißt, überall da, wo man Zitronensaft oder die Zitronenschale anwendet, könnte man den Quittentee verwenden oder auch die Quitten entsaften. Das zeige ich euch noch später in Schala. Ein Teil, wie gesagt, der getrockneten Schalen verwenden wir eben jetzt für den Tee und heben ihn in einem luftdicht abgeschlossenen Glas auf, und die restlichen getrockneten Früchte werden wir jetzt in den Vitamix geben und sie dort zu einem feinen Vitamin-C-Pulver vermahlen. Und das funktioniert in dem Vitamix natürlich wunderbar, denn dieser Mixer hat einen sehr starken Motor, aber man könnte es genauso in einer Kaffeemühle tun. Und schon haben wir unser fertiges, wunderbares, saures Vitamin-C-Pulver. In der Quitte stecken 145 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm. Das ist 3-mal so viel Vitamin C, wie in der Zitronenschale steckt. Subhanallah. Zu dem Vitamin C-Pulver in dem Glas gebe ich jetzt so ein kleines Tütchen aus Silikagel. Diese kleinen Tütchen findet man oft in Warensendungen und Verpackungen, da sie Feuchtigkeit binden. Sie sind also sehr praktisch und man sollte sie unbedingt aufheben. Die sind auch nicht gesundheitsgefährdend, denn darin steckt nichts anderes als Kieselgel. Und das würde eine eventuelle Restfeuchte binden, damit nichts schimmeln kann. Ich kann euch übrigens mein altes Video zum Vitamin-C-Pulver aus Zitronen gerne hier oben verlinken. Daran habe ich nochmal alle Details zu einem Vitamin-C-Mangel, falls man den haben sollte, erwähnt. Und das ist schon sehr wichtig, deswegen würde ich euch empfehlen, das anzuschauen, da heute fast jeder einen Vitamin-C-Mangel hat. Wie wir gesehen haben, habe ich jetzt das Vitamin-C-Pulver in diesen Lubrikator gegeben. Mein Video zum Lubrikator kann ich euch hier oben nochmal verlinken. In diesem Fall habe ich den Lubrikator jetzt mit Himbeeren hergestellt, weshalb er rot ist. Ein Video zur Abwandlung dieses Lubrikators mit einem etwas anderen Rezept werde ich euch inshallah in der Zukunft noch hochladen. Jetzt werden wir die Quitte entsaften, und zwar eignet sie sich eben sehr gut als Zitronenersatz, und der ist notwendig, wenn man die Aloe Vera entsaftet. Die Aloe Vera mitsamt der Schale entsaftet ist ein ganz tolles Mittel gegen Krebs, sehr wirksam, aber die Aloe Vera mit der Schale ist eben auch sehr bitter, weshalb es notwendig ist, die Bitterstoffe durch die Säure zu neutralisieren. Dazu würde sich normalerweise die Zitrone mit der Schale eignen, aber da die Quitte eben noch viel saurer als die Zitrone ist, eignet sie sich hier hervorragend, um eben die Bitterstoffe der Aloe Vera zu kompensieren und zu neutralisieren. Zusätzlich werde ich noch einige Wildkräuter dazu entsaften, sodass wir einen überaus vitalstoffreichen Wildkräuter-Quittensaft erhalten, der außerdem noch die gesundheitlichen Inhaltsstoffe der Aloe Vera enthält. Jetzt werden wir das köstliche Fruchtleder herstellen. Dazu haben wir die Quitten wieder entkernt, wie wir gerade gesehen haben, und die kommen jetzt einfach so in kleine Stücke geschnitten hier in den Vitamix. Dazu kommen noch folgende Zutaten: die Schale einer Bio-Zitrone oder vielmehr einer halben Bio-Zitrone, dann der Saft einer halben Bio-Zitrone, und zwar deshalb, um zu verhindern, dass die Quitte durch den Sauerstoff braun wird. Dann kommen außerdem noch folgende Zutaten hinzu, und zwar etwas von meinem selbst hergestellten Kokosjoghurt. Der liefert die natürlichen Probiotika für unseren Darm. Das Video dazu, wie man den Kokosjoghurt selber herstellt, verlinke ich euch gerne hier oben nochmal. Ferner kommt noch mein selbst hergestelltes Vanilleextrakt dazu. Das verlinke ich euch entweder hier oben oder unten an der Pinnwand. Dann kommt noch etwas Yakon-Sirup hinzu. Der ist nicht nur sehr gesund, sondern er hat auch eine sehr niedrige glykämische Last, sodass er den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen lässt. Dann kommt noch meine Antibiotikapaste aus Meerrettich, Kurkuma, Ingwer und so weiter hinzu. Das Video dazu könnte ich euch auch nochmal verlinken, wahrscheinlich an der Pinnwand. Ein Messlöffel Stevia kommt noch hinzu, dann kommt jetzt der fertig gepresste Zitronensaft dazu und schließlich süßen wir noch ausreichend mit Xylit. Anstelle der Meerrettichpaste könnte man auch einfach nur Kurkuma hinzugeben. Das ist einfach nur für die gelbe Farbe, damit wir diese schöne gelbe Farbe von den Quitten erhalten. Wir haben noch etwas von meinem dampfdestillierten Wasser hinzugegeben. Jetzt wird einfach alles gründlich püriert mit dem Vitamix, und diese schöne Paste, daraus entsteht dann das köstliche Fruchtleder. Wir werden natürlich noch mit den anderen Früchten auch nochmal genauso verfahren. Die kommen auch noch dazu, und am Ende geben wir noch etwa 3 Teelöffel Flohsamenschalenpulver hinzu. Das dient dazu, dass das Fruchtleder am Ende eine biegsame Konsistenz bekommt. Denn durch den Trocknungsprozess könnte das Fruchtleder trocken und brüchig werden, und das wollen wir verhindern, denn wir wollen hinterher das Fruchtleder richtig schön aufrollen.
und es soll eben eine schöne biegsame Konsistenz behalten. Und das können wir zusammen mit dem Flohsamenschalenpulver erreichen. Wir lassen auch jetzt wieder das Fruchtpulver bei etwa 35 bis maximal 40 Grad Celsius trocknen, damit auch hier wieder alle gesunden Inhaltsstoffe erhalten bleiben, damit das Vitamin C erhalten bleibt, unter anderem, und für alle gesundheitlichen Inhaltsstoffe aus diesem Smoothie jetzt, den wir eben hergestellt haben, damit wir die alle behalten können, denn wir haben ja auch die natürlichen Probiotika in Form des Kokosjoghurt darin, wir haben diese Meerrettich, Kurkuma, Ingwerpaste darin. Alle diese tollen Inhaltsstoffe bleiben erhalten, wenn wir eben dieses Fruchtleder bei maximal 35 bis 40 Grad Celsius trocknen. Ja, und wir sehen jetzt auch sehr schön, wie biegsam diese Rolle ist. Man könnte sie als solch eine Rolle zum Beispiel servieren oder man schneidet sie eben in kleinere Teile und stellt kleine Rollen daraus her. Und die sind am appetitlichsten, wie ich finde, denn die kann man so mit 2 Bissen konsumieren und sie ähneln im Geschmack diesen sauer-süßen, gummibärartigen Süßigkeiten, die man manchmal findet. Ich finde sie extrem köstlich, weil sie nicht einfach nur süß schmecken, sondern sie haben diesen sauren Beigeschmack dabei. Die finde ich ganz besonders köstlich. Diese Fruchtlederrollen haben wirklich Suchtpotenzial, denn etwas Gleichwertiges im Geschmack, während es auch noch überaus gesund dabei ist mir bisher noch nicht begegnet. Dieses köstliche und dazu noch überaus gesunde Fruchtleder kann ich nur wirklich jedem empfehlen nachzumachen. Es bietet sich wunderbar für Kinder an und ist eine tolle, gesunde Alternative zu herkömmlichen, ungesunden Süßigkeiten. Das Quittenleder dient also nicht nur als gesunde Süßigkeit, sondern es soll auch bei Sodbrennen helfen, denn es gibt Studien dazu, dass Quittensirup, ähnlich hergestellt wie hier dieses Quittenleder, erfolgreich bei einer gastroösophagealen Refluxkrankheit eingesetzt wurde. Wir können also mit der gesunden Zierquitte, die jetzt im Oktober zu ernten ist und die man in vielen Gärten und Gartenkolonien findet, wunderbare rohköstliche Dinge herstellen. Den Tee, das Vitamin C Pulver, welches man unter anderem auch in den Smoothie geben kann, den rohen Quittensaft, den man mit Wildkräutern und mit der Aloe Vera kombinieren und zusammen entsaften könnte, und das köstliche Fruchtleder, welches eine wunderbare Süßigkeit für Kinder abgibt. MashaAllah. Ja, wenn euch das Video gefallen haben sollte und von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Alaikum, eure Mariam.